Lateinamerika ist die Region, wo du am schnellsten eine Staatsbürgerschaft erwerben kannst. Ich spreche jetzt nicht von der Citizenship by Investment, wo du also einen Betrag bezahlen musst, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Man denke zum Beispiel an die Karibikpässe, sondern ich denke tatsächlich an Länder, wo du dich eine gewisse Zeit aufhalten kannst, wo du vielleicht einen Wohnsitz hast und dann nach nur wenigen Jahren eine Staatsbürgerschaft bekommst, zum Teil schon ab 2 Jahren. Und das ist nun tatsächlich in Lateinamerika der Fall. Und heute will ich dir die Länder vorstellen, wo die Staatsbürgerschaft am schnellsten möglich ist. Wenn auch du die Wichtigkeit einer zweiten Staatsbürgerschaft, einer weiteren Staatsbürgerschaft erkennst, dann würde ich mich freuen, dich bei unserem Plan B-Seminar am 8. und 9. Juli 2024 in Zürich begrüßen zu können. Denn das wird genau ein wichtiges Thema dort sein. Natürlich sprechen wir auch über die Citizenship by Investment Programme, Stichwort Karibikinseln, aber eben auch über solche Staatsbürgerschaften, die du ohne Investment und durch Aufenthalt in dem Land dort erwerben kannst. Alle Informationen zu dem Seminar in Zürich packe ich hier mit rein. Wie gesagt, denk dran, dein Partner kann kostenlos mit zu dem Event mitkommen mit dir. Ehepartner, Lebenspartner, Geschäftspartner oder einfach eine Begleitperson sind ohne Aufpreis mit dabei. Alle Infos hier in dem Link im ersten Kommentar zu diesem Video. In einer zunehmend globalisierten Welt suchen auch viele Deutsche nach Möglichkeiten, eine zweite Staatsbürgerschaft zu erwerben. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von praktischen Vorteilen bis hin zu langfristigen strategischen Überlegungen. Dazu gehören zum Beispiel das visafreie Reisen. Eine zweite Staatsbürgerschaft ermöglicht es, ohne Visum in mehr Länder zu reisen und in bestimmten Regionen länger zu bleiben. Das ist besonders für Vielreisende von Vorteil, die auf globale Flexibilität angewiesen sind. Hier ist natürlich die deutsche Staatsbürgerschaft führend momentan. Nun reden wir ja davon, dass du möglicherweise die deutsche Staatsbürgerschaft nicht hast oder vielleicht diese ablegen möchtest, weil du vielleicht dir Sorge machst um eine Besteuerung nach Staatsbürgerschaft, um einen Einzug ins Militär oder ähnliche Nachteile. Da sind natürlich dann Staatsbürgerschaften gut, mit denen du relativ einfach reisen kannst. Ein zweiter Grund sind Investitionsmöglichkeiten. Lateinamerikanische Länder bieten oft attraktive Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten, die durch den Besitz einer Staatsbürgerschaft vereinfacht werden. Einheimische Investitionsprogramme und wirtschaftliche Anreize machen es leicht, Kapital in wachstumsstarke Märkte zu lenken. Zugang zu staatlichen Leistungen. Länder wie Costa Rica und Uruguay zum Beispiel bieten hervorragende Gesundheits- und Bildungssysteme, die für viele Einwanderer attraktiv sind. Die Möglichkeit, von diesen Dienstleistungen zu profitieren, ist ein starker Anreiz für den Erwerb einer zweiten Staatsbürgerschaft. Jetzt komme ich zu den Steuervorteilen. Einige lateinamerikanische Länder haben vorteilhafte Steuergesetze, die es besonders wohlhabenden Personen ermöglichen, ihre Steuerlast zu optimieren. Dies macht eine zweite Staatsbürgerschaft zu einer lohnenden finanziellen Entscheidung, insbesondere eben dann, wenn du deine deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben möchtest. Und ein letzter Vorteil ist natürlich ein Sicherheitsnetz und verschiedene Fluchtoptionen. In Zeiten politischer oder wirtschaftlicher Unsicherheit bietet eine zweite Staatsbürgerschaft ein wertvolles Sicherheitsnetz. Die Möglichkeit, in ein stabiles und sicheres Land zu fliehen, ist für viele ein ausschlaggebender Faktor. Ein besonders attraktives Ziel für solche Bestrebungen ist Lateinamerika, das durch seine im Allgemeinen sehr freundlichen Einwanderungsgesetze und attraktiven Lebensbedingungen eine ideale Lösung für diejenigen bietet, die ihre globale Mobilität erweitern und ihre Lebensqualität verbessern möchten. Ob durch Investitionen, familiäre Verbindungen oder direkte Einwanderungsprogramme, die Möglichkeiten sind zahlreich und vielfältig. Tatsächlich möchte ich auch noch anmerken, dass es für dich möglicherweise sinnvoll sein kann, mehr als nur eine weitere Staatsangehörigkeit zu erwerben. Wir haben Mandanten, die haben eine 3., 4., 5. Staatsangehörigkeit. Der Vorteil in Lateinamerika ist, dass du für die meisten dieser Pässe Spanisch sprechen musst. Aber wenn du eben einmal Spanisch sprichst, kannst du dich natürlich auch in anderen Ländern dafür bewerben. Vielfach ist es dort relativ einfach, eine Residenz zu etablieren. Du musst nicht besonders viel investieren. Du musst vielleicht ein gewisses Einkommen nachweisen und deine Präsenz dort wird auch nicht wirklich geprüft. Und nach ein paar Jahren kannst du dann tatsächlich hier die Staatsbürgerschaft
beantragen, ohne hier irgendwas investieren zu müssen. Man muss nun sagen, dass immer mehr Länder natürlich eine erweiterte Präsenz hier gerne sehen. Ich denke zum Beispiel gerade an Länder wie Paraguay. Da war es in jüngster Zeit wichtig, dass man Präsenz gezeigt hat, wenn man eben eine solche Staatsbürgerschaft wollte. Aber das ist noch nicht bei allen Ländern der Fall. So, zunächst möchte ich nun kurz auf eine Liste zu sprechen kommen mit Ländern, die sich weniger für eine zweite Staatsbürgerschaft eignen. Natürlich können wir nicht alle 33 Länder Lateinamerikas hier im Detail betrachten. Und da wir die Sinnhaftigkeit des Erwerbs einer zweiten Staatsbürgerschaft aus deutscher Sicht betrachten, fallen aus rein praktischen Gründen einige Länder von vornherein aus dem Raster. Dies sind zum Beispiel Ecuador, Bolivien, die Dominikanische Republik, Belize und Kuba. Woran liegt das? Ganz einfach, es sind die einzigen lateinamerikanischen Länder, die keinen visumsfreien Zugang zum Schengen-Raum bieten. Dadurch wären diese Staatsbürgerschaften wahrscheinlich für die meisten Deutschen und auch Österreicher wohl wenig hilfreich. Vor allen Dingen, wenn du vorhast, deine jetzige Staatsbürgerschaft aufzugeben. Daneben sollte man, falls die visumsfreie Einreise nach Irland ein persönliches Kriterium ist, auch Kolumbien, Peru und Venezuela im Auge haben. Denn mit den Pässen dieser Länder kann man keinen visumsfreien Zugang zu Irland, das zwar zur EU gehört, aber nicht Teil des Schengen-Abkommens ist, erhalten. Das sollte aber natürlich für die meisten kein Problem sein. Allerdings möchte ich dir nicht empfehlen, diese Pässe hier grundsätzlich auszuschließen. Sie eignen sich gegebenenfalls als Drittpass. Ich möchte zum Beispiel hier zur Dominikanischen Republik etwas sagen. Dieser Pass, kann man sagen, ist eigentlich relativ schlecht. Du kannst damit vielleicht nach Russland gerade noch einreisen und in ein paar andere Länder auch noch, bringt dir als solches allerdings nichts. Allerdings kannst du dort in der Dominikanischen Republik schon über ein relativ kleines Immobilieninvestment von $200.000 diesen Pass innerhalb von 6 Monaten erhalten. Und dann kannst du die Immobilie wieder verkaufen und den Pass behalten. Wie gesagt, der Pass an sich ist jetzt eigentlich nicht besonders wertvoll. Aber der Vorteil dieses Passes aus der Dominikanischen Republik ist, dass du dann zum Beispiel in Mexiko, was einen sehr guten Pass hat, in nur sehr kurzer Zeit hier die Staatsbürgerschaft erhalten kannst. Das sind also immer Dinge, die du auch bei schlechten Pässen berücksichtigen musst. Viele dieser sogenannten schlechten Pässe in Lateinamerika ermöglichen dir in anderen lateinamerikanischen Ländern dann hier die Staatsbürgerschaft per Express zu bekommen. Daher, wenn du zum Beispiel eine Affinität zur Dominikanischen Republik hast, könnte das durchaus eine Lösung sein. Du holst dir diesen Pass und nimmst den dann, um in anderen Ländern wiederum dann weitere 3., 4., 5. Pässe zu bekommen. Bevor ich nun zu der eigentlichen Länderliste komme, wollte ich nochmal hier zum Verfahren und auch zu den Herausforderungen etwas sagen, die du berücksichtigen musst, wenn du eine solche zweite Staatsbürgerschaft in Lateinamerika erwerben möchtest. Denn bei der Einbürgerung in lateinamerikanische Länder treten nicht selten praktische Schwierigkeiten auf, die von vielen Menschen, die den Prozess durchlaufen haben, berichtet werden. Wenn man sich die Mühe macht, das Internet etwas zu durchforsten, erkennt man relativ schnell, dass spezifische Hindernisse in bestimmten Ländern vermehrt auftreten. Hier nun also die häufigsten Probleme unserer Erfahrung nach von Einbürgerungswilligen in Lateinamerika. Zunächst mal sind bürokratische Hürden zu beachten. Die Menge an erforderlichen Dokumenten und die Komplexität der Anträge sind oft überwältigend. Bewerber müssen zahlreiche Unterlagen einreichen, darunter Geburtsurkunden, Heiratsurkunden, Einkommensnachweise, die alle oft in der Landessprache beglaubigt und übersetzt werden müssen. Hier ist vor allen Dingen Argentinien bekannt, das von Betroffenen eine große Menge an Dokumenten, die beglaubigt und übersetzt werden müssen, fordert. In Brasilien zum Beispiel klagen Einwanderungswillige häufiger über umfangreiche bürokratische Anforderungen. Beispiele, wo Betroffene besonders viele Dokumente beibringen müssen, sind Argentinien, Brasilien und Ecuador. Nächstes Thema: lange Bearbeitungszeiten. Selbst nachdem alle Dokumente eingereicht wurden, kann die Bearbeitung der Einbürgerungsanträge viele Monate, manchmal sogar Jahre dauern. Das musst du natürlich auch berücksichtigen, wenn ich dir gleich in der Liste zum Beispiel erzähle, dass du in Argentinien schon nach 2 Jahren den Pass bekommen darfst. Das heißt also, nach 2 Jahren Anwesenheit kannst du dich einbürgern lassen, aber es kann dann nochmals natürlich ziemlich lange dauern, bis du wirklich den Pass hast. Das musst du bedenken. Diese langen Wartezeiten führen gegebenenfalls zur Unsicherheit und Frustration. Hier ist besonders Uruguay und Kolumbien zu nennen, wo das Ganze sehr lange dauern kann.
Als nächstes kommen wir zu Sprachbarrieren. Davon hatte ich vorhin schon gesprochen. Du musst damit rechnen, dass du überall Spanisch sprechen kannst. Wenn du kein Spanisch sprichst, würde ich es gar nicht erst probieren. Du hast vielleicht davon schon gehört, dass heute letztlich bei den meisten Einbürgerungsverfahren hier ein Richter involviert ist, der dann entscheidet letztlich, ob du die Staatsbürgerschaft bekommst. Wenn du mit ihm nicht in Spanisch sprechen kannst, hast du garantiert ein Problem. Das heißt, Spanisch, ganz klar, musst du lernen. Natürlich sind auch die Kosten zu beachten. Die Einbürgerung ist oft mit erheblichen Kosten verbunden. Dazu gehören Antragsgebühren sowie mögliche Anwalts- und Beratergebühren. Diese finanziellen Belastungen können für viele Menschen abschreckend sein. Panama und die Dominikanische Republik sind hier zum Beispiel negative Beispiele. Ebenfalls sind hier die Wohnsitzanforderungen zu nennen, die ich vorhin schon kurz angesprochen habe. Viele Länder verlangen eine Mindestaufenthaltsdauer vor der Einbürgerung. Dies kann eine hohe Hürde sein, besonders für Menschen, die ihre Arbeit oder Familie in einem anderen Land haben und nicht kontinuierlich in dem Einbürgerungsland leben können. So stellt zum Beispiel Brasilien strikte Anforderungen an die physische Präsenz im Land. Und auch in anderen Ländern, die früher vielleicht diesbezüglich locker waren, wird jetzt die Situation oftmals komplexer. Paraguay hatte ich schon als Beispiel genannt. Hier wird jetzt vermehrt tatsächlich Präsenz gefordert und die muss dann auch nachweisbar sein. Soweit zu den Herausforderungen hinsichtlich der Einbürgerung in Lateinamerika. Nun möchte ich aber wirklich zu unserer Länderliste kommen. 11 Länder haben wir rausgesucht, wo Deutsche am schnellsten eingebürgert werden können. Für andere Nationalitäten gibt es möglicherweise andere Bedingungen, aber für Schweizer und auch Österreicher sollten sie ähnlich sein. Auf Platz 1 Brasilien. Für Eltern eines in Brasilien geborenen Kindes ist die Staatsbürgerschaft nach einem Jahr möglich. Alternativ kann man durch Heirat mit einem brasilianischen Staatsbürger nach einem Jahr ebenfalls die Staatsbürgerschaft erhalten. Ansonsten kann man nach 4 Jahren ununterbrochenem Aufenthalt in Brasilien die brasilianische Staatsbürgerschaft beantragen. Dabei zählt aber nur die Zeit, die man mit dauerhafter Aufenthaltsgenehmigung im Land verbracht hat. Argentinien, Platz 2. Nach nur 2 Jahren Aufenthalt kann die Einbürgerung beantragt werden. Voraussetzungen sind unter anderem eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung und ein nachweisbares Einkommen. Hier ist allerdings zu sagen, heiratest du eine Argentinierin oder einen Argentinier, bekommst du die Staatsbürgerschaft sofort am nächsten Tag. Nächstes Land, Peru. Auch hier können Deutsche nach 2 Jahren Aufenthalt die Staatsbürgerschaft beantragen. Dies erfordert eine vorherige Aufenthaltsgenehmigung und in einigen Fällen eine signifikante Investition. Da ist man eben nicht so hundertprozentig klar. Das ist so ein bisschen wischiwaschi, sage ich jetzt mal. Das ist also nicht so gut im Vorhinein zu berechnen. Bolivien, hier ebenfalls nach 2 Jahren Aufenthalt und einer Investition von mindestens $10.000 ist die Einbürgerung in Bolivien möglich. Du musst mindestens 6 Monate pro Jahr im Land verbringen. Ecuador, nach 2 Jahren vorübergehendem Aufenthalt und einem weiteren Jahr als Daueraufenthalt kann man die Staatsbürgerschaft beantragen. Ecuador bietet ein relativ einfaches Verfahren zur Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung. Es gibt jedoch Anforderungen an die physische Präsenz im Land. Paraguay. Nach 3 Jahren Aufenthalt, wobei man mindestens 183 Tage pro Jahr im Land verbringen muss, ist hier die Einbürgerung möglich. Paraguay bietet relativ einfache Voraussetzungen für den Erhalt einer Aufenthaltsgenehmigung. Sieht man vom Sprachtest ab. Wichtiger Punkt allerdings, du bekommst in Paraguay nur dann die doppelte Staatsbürgerschaft, wenn du aus Italien oder Spanien bist. Ansonsten würde die Staatsbürgerschaft von Paraguay bedeuten, dass du automatisch deine deutsche Staatsbürgerschaft verlierst. Wir kommen zur Dominikanischen Republik. Hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Hier ist die Einbürgerung nach 3 Jahren möglich. Allerdings durch die Immobilieninvestition schon nach einem halben Jahr. Der Pass ist nicht besonders gut, lässt sich aber vielleicht als Dritt- oder Viertpass sinnvoll einsetzen. Uruguay. Verheiratete Paare können nach 3 Jahren, Einzelpersonen nach 5 Jahren Aufenthalt die Staatsbürgerschaft beantragen. Es ist wichtig, nachweisbare Verbindungen zum Land, wie zum Beispiel Immobilienbesitz, zu zeigen. Honduras. Verschiedene Wege zur Staatsbürgerschaft sind möglich, darunter Investitionen ab $50.000. Nach 3 Jahren kann die Einbürgerung beantragt werden. Nicaragua. Auch hier kann nach 3 Jahren Aufenthalt die Staatsbürgerschaft beantragt werden. Die Einbürgerung erfordert in der Regel eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung und nachweisbare Einkünfte.
Hier hast du sie also, 11 Länder. Hier kannst du innerhalb von 3 Jahren die Staatsbürgerschaft erlangen. Wie gesagt, ich hatte jetzt ja bei den verschiedenen Ländern gesagt, hier sind zum Teil Mindestaufenthalte notwendig in dem Land. Inwieweit die geprüft werden, das weicht stark ab. Man spricht ja nicht umsonst von sogenannten Paper Residencies auf Englisch. Das heißt, solange du dort was auf Papier hast, ist es eben vielfach möglich, aber ganz klar nicht in allen Ländern. Viele Länder wollen dann detaillierte Nachweise haben, weißt du, Kontoauszüge, dass du dort vor Ort Geld ausgegeben hast, dass du dort einkaufen warst und so weiter und so fort. Aber generell ist natürlich eine solche zweite Staatsbürgerschaft als Plan B in Lateinamerika durchaus zu empfehlen, vielleicht sogar mehr als eine, denn Südamerika ist die Region, wo du diese Staatsbürgerschaft am schnellsten bekommen kannst. Wie gesagt, es ist natürlich ganz klar, diese Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung ist deutlich komplizierter als ein Citizenship by Investment Program, dafür natürlich aber auch sehr viel günstiger. Das ist im Grunde auch keine Frage von entweder oder. Vielleicht holst du dir einen Karibikpass und ein paar andere Pässe oder Daueraufenthaltsgenehmigungen in ein paar anderen südamerikanischen Ländern zum Beispiel. Aber wie gesagt, auch ohne ein Citizenship by Investment Programm kannst du es ohne weiteres schaffen, mehrere Zweitpässe zu bekommen. Es dauert halt einfach ein paar Jahre, aber gerade wenn du Spanisch sprichst, hast du eigentlich die besten Voraussetzungen. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern, zweite Staatsbürgerschaft, Plan B etc. beschäftigst, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren, Vermögen aufzubauen und Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.